Heute zusammen. Ich bin vernetzt, ich bin verbunden mit etwas. Power. Schön, dass du da bist. Herbst ist da, ist das nicht herrlich? Regen, Schnee, Weihnacht. So gut. Und können wir Church Alive in Zürich heute Morgen begrüßen, weil sie sind jetzt in einer neuen Location und so wir feiern mit euch. Komm und lass uns sie auch einen großen Applaus geben heute Morgen. Und ich brauche meine Brille jetzt. Ohne Brille sehe ich nichts. Nein, ich mag nicht. Ja, aber ohne Brille sehe ich nichts. Cool. Wer von euch, ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von euch hat so etwas getan? Du hast nicht ganz fit gefühlt, du hast etwas gemerkt auf deiner Körper, du hast krank gefühlt und du hast die tolle Idee gehabt, zu googeln, was es sein könnte. Oh yeah. Das ist keine tolle Idee. Okay? Weil nach einer Stunde oder einer halben Stunde von Googlen und Ratschläge und Bilder, du denkst und du spürst, du bist krank, wahrscheinlich bin ich halbtot, ja, und so weiter. Du glaubst, dass du diese Krankheit hast. Google ist eine fantastische Sache, aber nicht für alles. Okay? Nicht für alles. Unsere Welt in einer ähnlichen Art und Weise offeriert uns eine ganze Menge von Ratschlägen. Und nicht alle sind gut oder hilfreich. Okay? Aber Gottes Wort, das Wort von Gott, gibt uns Weisheit. Ich habe gestern gedacht, Weisheit und Intelligenz sind zwei verschiedene Planeten. Okay? Einfach weil du intelligent bist, okay, heißt nicht unbedingt, dass du weise bist. Und wir wollen wir wollen auch unsere Intelligenz brauchen, aber wir wollen auch weise sein. Und Gott durch sein Wort gibt uns eine ganze Menge von alltagsrelevanten Weisheit-Inputs. Okay? Und so, während diese neue Serie, it's complicated, und ich weiß nicht, was im Sinn kommt, wenn du diesen Satz hörst, vielleicht ist es etwas im Zusammenhang mit einer Beziehung, aber wir werden in dem Sinne nicht primär auf die Schiene fokussieren von Beziehungen. Es ist kompliziert, it's complicated, Umgang mit heißen Lebensthemen, weil das Leben ist komplex. Oder? Ja. Das Leben ist komplex. Es ist nicht nur schwarz und weiß, es gibt viel Grau in unserem Leben und dafür brauchen wir Weisheit. Und so heute schauen wir wirklich eine herausfordernde, riesige Thema an. Okay, es ist echt seriös und es geht um das Thema Depression oder psychische Krankheit, können wir auch sagen. Okay, es ist ein Thema, die wir immer wieder davon lesen oder davon hören in unseren Medien und so viele Leute leiden unter dem und viele andere leiden hinter geschlossenen Türen. Okay, und so ich bin klar kein Experte in diesem Thema. Ich bin kein Seelsorger, ich bin kein Arzt, aber ich bin ein Pastor und in einer Kirche wie unsere, in einer Church wie unsere, über einige Jahre erlebt man viel und sieht viel, was bei den Menschen abgeht, okay, auf unterschiedlichen Levels. Und so dieses Thema möchten wir heute anschauen, und mehr an ein Bewusstsein und vielleicht von einer Perspektive kommen, wie können wir wirklich einen gesunden Lebensstil haben, dass das nicht zu Depression führt. Okay? Macht das Sinn? Ja. Vater, wir danken dir für diese Message heute und dass du zu uns sprichst und du siehst, wo jede einzelne Person steht, wo wir kämpfen, wo wir Erfolg haben. Hilf uns wirklich mit Weisheit unser Leben zu führen, Gott, und zu sehen, wo wir in einem gewissen Bereich dein Wort brauchen, durchzubrechen und zu Friede und Ruhe zu kommen, im Namen von Jesus. Amen. So, zuerst möchte ich einfach eine
Was ist Depression? Einfach eine Erklärung geben dazu. Depression, das ist eine Definition. Eine Stimmungsstörung, die durch Unfähigkeit, Freude zu empfinden, extreme Traurigkeit, Konzentrationsschwäche, Schlafstörung, Appetitlosigkeit, Schuldgefühle, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit kennzeichnet ist. Das ist ein Beschrieb von Depression. Jetzt, wenn du das liest, es kann sein, dass du denkst, wow, ich sehe mir selber in diese Dinge oder ab und zu, ich komme in diesem Bereich, okay, weil solche Gefühle sind wirklich echt und diese Thema von Depression ist eigentlich eine von den größten Themen unter Ärzten. Okay, es ist eine von den größten Themen von Gesundheitsthemen auf unserem Planet. Es beeinflusst Millionen und Millionen von Menschen und Familien und Arbeitsorten und so weiter. Und es ist ein großes Thema und es ist schwierig, weil es ist nicht sichtbar. Wenn jemand sichtbar krank ist, es ist einfach umzugehen. Aber wenn jemand mit einer internen, unsichtbaren Krankheit kämpft, okay, es ist complicated, es ist komplexer. So viele Leute nehmen eine Art oder andere Medikament für Depression oder haben in der Vergangenheit. Und die Wachstum in diesem Bereich, auch im Zusammenhang mit dem Medikament, ist enorm. Okay? Es ist absolut dramatisch. Und Ärzte geben diese Medikamente zu immer kleineren und jüngeren Teenagers. Okay? Es ist ein echtes Problem. Und so, es gibt auch, glaube ich, ein Stigma, die verbunden ist mit diesem Thema. Und das hilft nicht, weil dann verstecken wir uns oder wir leiden hinter geschlossenen Türen und wir tun, als ob alles okay ist, aber innerlich leiden wir. Jetzt, wenn wir das anschauen durch unsere Church-Welt, manchmal ist das auch kein Problem, weil wir wollen in unsere Gottesdienste und so weiter wirklich unser Bestes geben. Okay? Wir sind da nicht nur für uns, okay, aber auch für andere. Und manchmal kreiert das wie ein falsches Bild, dass wir nicht echt sein können oder ehrlich sein können. Aber keiner hier ist perfekt, okay, die alles im Griff hat. Keine Family hier ist perfekt. Unser Ziel ist, Menschen zu bringen auf eine Reise in ihre Gesundheit. Ganzheitlich, in jedem Bereich von ihrem Leben. Und so, es ist okay, nicht okay zu sein. Macht das Sinn? Es ist okay, nicht okay zu sein. Wenn du das nicht glaubst, du wirst dich zurückziehen und dich verstecken. Etwas vorspielen, als ob alles okay ist. Du wirst nicht Hilfe holen von jemand. Okay? Und das ist, wo so viele Probleme beginnen. Wenn wir eine Probleme haben, wir tun, als ob nichts wäre und wir sind nicht bereit, Hilfe zu holen und dann kommen wir gegen eine Wand. Okay? So, es ist keine Sünde, Hilfe zu brauchen. Okay? Weil deine Schwierigkeiten oder deine Krankheit ist nicht deine Identität. So wichtig, dass wir das verstehen. Und manchmal, unsere Welt gibt uns ein Stigma oder eine Etikett oder eine Label, du bist so. Und wenn wir nicht aufpassen, dann identifizieren wir uns mit diesem Namen. Ich bin so. Gleichzeitig müssen wir wirklich einige Fragen stellen, warum? Was ist hier los? Warum befinden wir uns in so einem Zustand? Weil oft, und ich kann nur oberflächlich diese Themen begreifen in einem Gottesdienst oder anpacken, aber oft fängt es an mit Gewohnheiten, die etabliert sind, mit einem Lebensstil, der kreiert ist, die uns auf einen Weg bringt über Zeit. Und über das oder von diesem Blickwinkel möchte ich heute Morgen anschauen. Es gibt für Leute, die gern lesen, ein fantastisches Buch auf Deutsch und auf Englisch. Und es heißt
Depression ist heilbar. Depression ist heilbar. Okay? Ich möchte ein kleines Zitat davon lesen. Depression ist die neue Geisel unserer Zeit. Faszinierender Ausdruck. Es ist die neue Geisel unserer Zeit. Sie zählt mittlerweile zu den häufigsten diagnostischen Erkrankungen. Es ist unser westlicher Lebensstil, der uns anfällig für Depression macht. Zu wenig Schlaf, Bewegungsmängel, schlechte Ernährung und das irrsinnige Tempo von unserem 21. Jahrhundert verursachen Stress und Zerstörung. Das psychische Abwehrsystem des Körpers, es kann nicht umgehen mit dem. Okay? Ein ungesunder Lebensstil bringt Sachen hervor. Okay? Es programmiert neu unsere Hirne über Zeit. Okay? So zum Beispiel eine chemische Imbalance kann relativ easy wieder in Balance gebracht sein, aber der Ursprung davor ist ein anderer Punkt, eine andere Frage. Und so hier sind einige Herausforderungen für uns, weil wir leben in dieser Welt. Die Antwort für uns ist nicht umzusehen und einfach in die Urwald zu gehen, oder? Du kannst, aber ich möchte nicht. Ja? Und so das ist keine Lösung für mich. Aber ich liebe, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, ich liebe mein Handy, aber ich schätze mein Handy. Ich bin sehr froh, dass wir ein Smartphone haben können. Die erste Nattel, die erste Mobile, die ich gehabt habe, war groß und schwer. Ja, es war, ich weiß nicht, eine halbe Kilogramm oder so. Und jetzt ist es so cool, oder? Und du kannst alles einfach dort haben und schauen. Und so, Handy ist ein Segen, aber. Okay? Nicht nur. Die ganze Sache mit Social Media. Nur in Klammern, diese Woche habe ich meine erste Instagram-Post gemacht. Ich brauche Facebook und Instagram seit Jahren, aber diese Woche habe ich gedacht, okay, mach ich. Ja? Und ich fühle mich jetzt so. Ja? Anyway. Aber, ja, ich finde es interessant mit solchen Geräten, okay? Verschiedene Untersuchungen haben stattgefunden, besonders bei Kindern. Wenn ein Kind erzogen ist und das ist ihre Art, wie sie entspannen, statt dass sie aktiv sind, statt dass sie draußen gehen, statt dass sie Sport machen oder Musik machen oder so, es behindert oder es hat einen Impact auf ihr Wachstum, auf ihre psychische Gesundheit. Finde ich mega interessant. Oder? Eigentlich ist es easy zu verstehen. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung. Okay? Es hat kürzlich ein Studium gegeben, okay, dass wenn du eine Junkie bist, wenn du einfach jemand bist, die immer wieder ein paar Stunden pro Tag verbindest mit diesem coolen Gerät, okay, wenn du eine Pause machst für 5 Tage von Social Media, du wirst einen Boost erleben in dein Selbstwertgefühl. Weil es ist unmöglich, immer wieder auf Social Media zu gehen, ohne dass du vergleichst, was jemand anders macht. Ich meine, es hat Leute hier gegeben, die kürzlich in den Ferien waren und hier war es nass und kalt und sie waren in den Ferien. Und wir mussten arbeiten. Ja? Und. Ja? Und so, wenn du einfach eine Pause machst, ab und zu, es ist wie ein Detox. Okay? Und es hilft dir, dass deine Hirne nicht ausgeschaltet wird, aber einfach zur Ruhe kommt von diesem Down-Vergleich. Eine andere Herausforderung für unsere Zeit ist ein Mangel an Identität, wer wir sind. So viele Leute wissen nicht, wer sie sind und was Gott über ihr Leben sagt, dass Gott einen Plan hat. Deshalb immer wieder sprechen wir hier, dass es fängt an, indem dass wir Gott kennen. Dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast. Dass du Freiheit findest von Sachen, die dir zurückhalten. Dass du beginnst, einfach deine Begabung, deine Talente zu entdecken und dass du einen Unterschied machst. Dass dein Leben eine größere Absicht bekommt, als einfach dein Leben. Okay? Und so Mangel an Identität ist eine große Herausforderung. Eine andere wäre Unfähigkeit, Schmerz zu verarbeiten. Okay? Eine Unfähigkeit, Schmerz zu verarbeiten.
oder verschiedene Formen, Enttäuschung und so weiter. So was tun wir? Wir springen zu Medikament. Wir springen zu Alkohol. Wir springen zu Comfort Food. Wer kennt das? Ja? Wir fühlen uns nicht so gut und so, wir gehen zum Kühlschrank. Und der Kühlschrank, ja, wir haben eine große Slogan in unserem Haus. Ja, und ich finde es cool. Es ist nicht ganz die Bibel, aber es ist cool. Ja? Chucky versteht. Chucky understands. Und so jedes Mal, wenn ich ein bisschen down bin, ich gehe zum Schrank und Chucky spricht mit mir. I understand. I love you. Ja? Oder das ist, was wir tun, oder? Es gibt uns ein bisschen, Zucker gibt uns ein bisschen einen Boost und so weiter. Wir fliehen zu Fernsehen, wir fliehen zu anderen Sachen, zu Serien und so weiter. Einfach, dass wir wegkommen von unserer Realität. Und mehr, das ist mega, mega traurig, aber mehr und mehr Leute, diese Zahl wächst, okay, entscheiden, ihr Leben zu beenden, weil sie keine Perspektive sehen. Und die größte Segment von diesen Leuten sind zwischen 15 und 24. Ist das nicht krass, so tragisch? Gott hat uns so geschaffen, dass wenn wir jung sind, wir sehen die ganze Welt durch Brillen und sagen, wow, die ganze Welt gehört mir, alles ist möglich. Ich glaube, das ist ein Gott-Design, der er uns gegeben hat. Und wenn diese Altersgruppe keine Hoffnung sieht und merkt, dann ist es absolut möglich, dass sie in psychische Probleme hineinkommen, Depression und einige entscheiden, ihr Leben zu nehmen. Okay? Eine andere Herausforderung ist diese, dass wir Ratschläge nehmen, besonders junge Leute, Ratschläge nehmen von Gleichaltrigen. Okay? Gott hat uns geschaffen, dass wir Beziehungen haben mit Generationen. Dass du Leute hast in deinem Leben, die jünger sind und älter sind. Und so, wenn wir nur die Ratschläge nehmen von unseren Peers, besonders wenn du jung bist, okay, es ist nicht gut. Wenn ich meinen Freundeskreis angeschaut habe, ehrlich gesagt, mit 16, 17, 18 und einfach das getan hat, was sie mir geraten hätte, ich wäre heute nicht da. Okay, einige von euch haben gute Freunde, aber in dieser Phase, wo ich drin war, ich habe nicht unbedingt viele gute Freunde. Und so, wenn ich einfach die Ratschlag angenommen hätte von diesen Peers, heute wäre ich nicht da. Und so, Gott hat uns geschaffen für diese Multigeneration-Beziehung. Ist nicht nur cool oder Luxus, es ist absolut lebensnotwendig, dass wir das haben. Eine andere Herausforderung von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft ist eine allgemeine narzisstische Kultur. Es geht einfach um Selfie, 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 Selfie. Ja? Und wie viele Followers und Likes ich habe. Ich habe eine Krise. Ja? Echte Herausforderung für uns. Komplex, kompliziert. Okay? Aber Gott in sein Wort ist nicht still im Zusammenhang mit diesem Thema. Aber wenn wir das Wort lesen, wenn wir die Bibel lesen, wir sehen eigentlich eine ganze Menge von Leuten, okay, die Gott persönlich gekannt haben, erlebt haben, die auch immer wieder in Schwierigkeiten hineingekommen sind. Du bist kein Ausnahme. Okay? Und so wir können zu Gottes Wort gehen und sehen, wie sind diese Leute umgegangen oder was hat Gott zu ihnen gesprochen. Und das sollte uns helfen, herauszubrechen, wenn wir uns in so ein Loch finden. Ich finde es interessant, ich lese es absolut nicht gern. Klagelieder. Ja, ja, ich war so aufgestellt und dann lese ich das und sage, Mama mia. Ja, es war eigentlich Jeremias Tagesbuch von seinen Leiden. Ja, und ich wollte nicht über Jeremias Leiden lesen. Aber anyway, es hilft uns zu verstehen, wie echt er war, obwohl Jeremia ein Prophet war, der eine ganze Menge von coolen Sachen mit Gott erlebt hat. Zum Beispiel Klagelied 3, Vers 17. Du verstehst meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf dem Herrn, weil er nicht getan hat, was ich erwartet habe. Und an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Wow.
Aber er fängt an, ich habe vergessen, wie gut Gott ist. Ich habe vergessen, was für ein Glück ich habe. Ich habe vergessen, wie gesegnet ich bin. Ich habe vergessen, was für ein Wohlstand ich habe. Und deshalb ist meine Seele bedrückt. Okay? Und dann geht er in diesen Kreis, wo er fängt an, mit diesem Selbstsprech, einfach mit sich selber zu sprechen und. Und wenn du ehrlich bist, du weißt, wie gefährlich das ist. Okay? Einfach eine negative Self-Talk mit dir selber zu haben, bringt dir so oft in ein Loch hinein. Und es kann sein, und für dich ist es wahr, die Feelings sind da, die Gefühle sind da, aber eine Realität von Gott sieht anders aus. Okay? Und so heute schauen wir ganz schnell eine Geschichte an von Elia. Elia war ein Prophet. Und was faszinierend ist in dieser Geschichte, okay, er hat gerade eine gewaltige Sieg erlebt. Und so, er war ein Mann Gottes, er hat Gott gekannt, er hat eine ganze Menge von Wunder erlebt. Und dann war er auf diesem Berg, eine ganze Menge von falschen Propheten waren dort. Und er war fast allein und es hat 800 von diesen anderen Menschen gegeben. Und Elia hat gebetet und Feuer ist gekommen und hat alle verbrannt. Mega krasse Story. Okay? So, das war sein Sieg. Unmöglich. Und dann hat Gott sein Gebet gehört, eine Wunder geschickt. Und kurz danach, hat er einen Crash erlebt. Okay? Kurz nach. Manchmal, wenn du eine High erlebst, egal wo es ist in deinem Leben, du stehst selber in Gefahr. Okay, von einer falschen Entscheidung. Und so, das war auch so für ihn kurz nach diesem riesigen Sieg. 1. König, Vers 19. Da packt Elia die Angst. Er war gepackt von Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seine Diener, der ihn bis dahin begleitet hätte, zurück. Allein, okay, wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Alle diese sind bildlich, aber es ist etwas, die geschehen ist und es sagt uns, was er falsch getan hat. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen, ein Baum, sagen wir, und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Oh meine Güte, irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie mein Vorfahren. Warum nicht jetzt? Ich möchte einfach sterben. Okay? Er streckte sich unter dem Baum aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, ein Kebab, das aus heißem Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Wow, ist ausgepowert. Okay? Dort die Engel des Herrn kam wieder, weckte ihn zum zweiten Mal auf, steh auf, Elia, und iss, befiehlt er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Ein langer Weg liegt vor dir. Und so, er sprang, okay, er lauft, er springt für sein Leben. Er hat seine Angestellten, seine Diener dort verlassen, große Fehler. Okay, er hat Angst gehabt, er hat gehofft und gebetet sogar, dass er stirbt. Er war allein unterwegs und er hat probiert, selber zurechtzukommen mit all diesen Gedanken, die ihn geplagt haben. Okay, hier sind einige Dinge, die wir lernen können von dieser Geschichte. Erstens, falsches Denken. Falsches Denken. Faulty thinking. Er hat angefangen, Lügen zu glauben. Seine Gedanken sind in eine falsche Richtung gegangen. Seine Selbstgespräche, die er geführt hat, waren Lügen. Immer wieder kommen wir in diesen Gefahr, in unsere inneren Gedanken, Sachen über uns selber zu denken, über andere Menschen, über unser Leben, über Gott, was auch immer es ist. Und wir fangen an, in ein Loch hineinzukommen.
Okay? Philipperbrief 4, Vers 8. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtungswert, was gerecht, was laut, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Wir müssen etwas tun mit unseren Gedanken, sonst sind sie freier Vogel. Okay? Was auch immer wahr ist und gut ist und angenehm ist, wir müssen unsere Gedanken auf diese Sachen fixieren. Und sonst lebst du in Gefahr. Und dann, und erst dann, kommt die Friede Gottes in dein Leben. Okay? Ein Teil von einer gesunden Church Family hilft wirklich dazu. So falsches Denken. Der zweite Punkt ist dieser. Er hat sich isoliert. Er ist zurückgezogen. Okay? Über die Jahre, wenn ich das beobachte, es fängt immer an, bevor ein Crash kommt, dass jemand zurückzieht. Okay? Sie waren ein Teil von einer Gruppe, sie haben Freunde, sie waren Teil von einer Church Family und Schritt für Schritt ziehen sie zurück. Sie isolieren sich. Okay? Du kannst auch ein Teil von einer Menge, von einer Gruppe, aber du bist allein, einsam in deinen Gedanken. Und wenn du einsam bist, wenn du in so einem Zustand bist, dann die letzte Person, auf die du zuhören solltest, ist dir selber. Okay? Das ist die letzte Person, von der du einen Rat nehmen solltest. Emotionen lügen. Lügen. Okay? Und deshalb, ohne so Entschuldigung, ich sage, deshalb sind Small Groups, Kleingruppen, Connect Groups so wichtig. Okay? Kleinere Gruppen und es muss nicht. Es ist eine gute, fantastische Angebot, die wir haben. Es muss nicht da sein. Aber du brauchst eine kleinere Gruppe von Menschen. Okay? Nicht als Programm, aber einfach als Möglichkeit zusammenzukommen, dass du nicht allein bist, wo du Freunde findest. Wenn du gegen eine Mauer kommst, es ist zu spät. Und die meisten Leute fangen an zu schreien für Hilfe, wenn sie am Ertrinken sind. Okay? Und deshalb meine persönliche Überzeugung, dass Small Groups, Connect Groups sind kein Luxus. Es ist nicht eine Sache, wenn ich Zeit habe, sie sind absolut lebensnotwendig. Okay? Wenn du keine hast in deinem Leben, die weiß, wo du kannst, oder sie wissen deine Geheimnisse, okay, dann bist du in Gefahr. Und es ist eine langfristige Strategie. Vielleicht bist du hier heute und du denkst, hey, mein Leben geht gut. Du brauchst es trotzdem, weil es ist eine langfristige Strategie, auf einem guten Weg zu bleiben. Okay? Prediger 4, Vers 12 sagt, einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt, ja auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Du brauchst Minimum einer. Besser sind 2. Noch besser 3. Ja? Aber du brauchst Leute in deinem Leben für einen gesunden Lebensstil, für Weisheit, für Warnung, für eine Ermutigung, für einen Slap, für einen Kick, was auch immer nötig ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Okay? Und so, wir brauchen Leute, die einfach uns decken in solchen Momenten. Ein anderer Aspekt, er war geleitet von seinen Gefühlen. Geleitet von seinen Gefühlen. Okay? Wie gesagt, deine Gefühle lügen. Nicht immer, aber immer wieder. Okay? Und dein Leben wird ein Drama sein, eine Achterbahn geführt von deinen Gefühlen, wenn du deine eigenen Gefühle nicht selber leitest. Okay? Wir müssen uns selber trainieren mit der Wahrheit, was Gott über uns sagt, unsere Gefühle zu führen und zu leiten. Es ist schon gut, zu fragen, warum fühle ich mich so? Von wo kommt das? Es ist nötig, aber es gibt eine Wahrheit, die höher ist als deine Gefühle. Und dann ein vierter Aspekt ist diese Falle, diese Falle des Vergleichens. Okay? Immer wieder, und das hat er getan, er hat vergleichen. Und immer wieder sind wir in diesem Gefahr, in einer tiefen Moment, in einer low Moment, uns zu vergleichen mit jemand anders, die nicht in einer low Moment ist. Okay? Keiner postet Fotos, Selfies von einem Konflikt in ihrer Beziehung. Hey, Moment, wir sind jetzt hier fast aneinander. Moment, Selfie,
Post. Hey, wir sind in einem coolen Konflikt momentan. Ja? Wollte einfach mit alle 3 Freunde teilen. Ja? Oder was auch immer es ist. Keiner zeigt Fotos von einem Haus, die nicht aufgeräumt ist. Allgemein, ja? In dem Sinn, wir wollen, wenn so, dann oft zeigen wir Fotos von Highlights und nicht die Lowlights oder wo die Kinder am Campen sind oder am Krieg machen sind, wo das Haus sieht aus, als ob eine Bombe gerade losgegangen ist. Niemand kennt, was ich meine. Okay, ist okay. Ich spreche einfach zu mir selber. Okay? Aber dann, was hat Elia gemacht? Er ist hingelegt und geschlafen. Das ist genau, was einige von euch tun sollten. Nicht jetzt, nachher. Ja, nicht jetzt. Und dann steht er auf und isst. Und wenn ich sagen darf, das ist wirklich, was einige von uns tun sollten. Okay? Ausruhen, schlafen, essen, gesund essen, einen Spaziergang machen, einfach in die Natur gehen, einen Sabbat kreieren. Und einige von euch laufen so schnell und probiert so viel hineinzudrücken, okay, dass euer Leben in Gefahr ist. Und die Engel ist zu ihm gekommen und sagt, hey, nachdem er geschlafen hat, steh auf und iss. Halleluja. Und dann ist er noch einmal geschlafen, noch einmal geweckt, isst noch einmal. Halleluja. Ja, dann Elia hat Gott frisch begegnet. Come on, Leonie. Wir brauchen wirklich Weisheit und Prioritäten in unser Leben, einen gesunden Lebensstil zu kreieren, dass wir nicht in diesen Gefahr, in eine unnötige Situation hineinkommen, wo wir psychisch krank sind oder wo wir leiden mit Depression. Ich sage das nicht zu überflächlich. Es gibt Situationen, die wirklich behandelt sein müssen. Aber so viele von unseren Problemen stammen von einem falschen Lebensstil. Okay? Und so was können wir tun? Wir müssen gesund sein. Werde gesund. Schlaf genug. Finde heraus, wie viele Stunden du brauchst. Und schau, dass du genug schläfst. Dass du gesund isst. So viele Probleme kommen, dass wir über Jahre ungesunde Sachen essen. Wenn Junkfood, wenn McDonald's deine Quelle ist von deiner Ernährung, es ist keine Überraschung. Oder? Wirklich? Wenn Sachen einfach in deinem Schrank eine Lebensdauer haben von 5 Jahren, vermutlich gibt es nicht so viel gesunde Sachen drin. Ja? Wenn Sachen so eine lange Lebensdauer haben, okay, es gibt kein Leben mehr drin. Okay? Und so, schau, dass du lerne, frag andere Leute. Mach es nicht so eine Religion, aber esse gesund. Okay? Sei ehrlich mit Gott. Erzähl Gott alles. Ich finde es so faszinierend, was Jeremia und was Elia Gott gesagt haben. Es war nicht die Wahrheit, aber sie haben ausgedrückt, was abgegangen ist in ihr Leben. Und dann kann Gott kommen und es berühren. Jesus sagt zu dir, zu mir, zu uns, komm, wenn du beschäftigt bist, belastet bist, besorgt bist, komm zu mir. Gib diese Sachen ab. Und wir brauchen immer wieder, dass wir selber Gott erleben. Seine Power, seine Gegenwart. Mach Platz. Kreiere Momente in dein Leben, wo du still bist. Und lass Gott eine neue Absicht geben. Wenn du dich findest in so einer Situation, wo du beschäftigt bist, wo du überwältigt bist, wo deine Gedanken einfach dauernd am Drehen sind, komm zur Ruhe und lass Gott dir eine neue Absicht geben. Amen. Können wir aufstehen heute Morgen? Manchmal finden wir uns in einem ungesunden Ort. Manchmal sind wir überrascht, dass so etwas passiert ist, dass wir selber betroffen sind. Ich lerne in dem Sinn auf meine eigene Körper zu hören, aber auch auf meine Seele zu hören. Und trotzdem ab und zu gibt es Überraschungen. Ich war überrascht früher in diesem Jahr von etwas, die losgegangen ist in meiner Seele.
Etwas im Zusammenhang mit meiner Familie. Ich habe nicht realisiert, dass es ein Problem war, aber über einige Wochen war ich echt in Turmoil, echt tief betroffen war, unruhig war, beschäftigt war, fast hier oben Zweifel gehabt habe. Über einige Wochen. Es hat mich total überrascht. Manchmal sind wir überrascht von solchen Sachen. Der Durchbruch ist gekommen von einer Zeit von Gebet und diese Revive-Zeit, die wir gehabt haben, und dann Encounter Night. Mag es möglich? Eine gesunde Lebensstil braucht Fokus. Amen. Können wir unsere Augen schließen? Heute Morgen, als ich einfach die Schlussvorbereitung gemacht habe, ich glaube, ich habe ein Wort für jemanden gehabt, die einfach in dieser Gefahr ist, zu glauben, dass sie Depression haben. Ich habe gesehen, wie sie an einer Kreuzung war und jemand wollte diese Etikett, diese Label geben, du bist depressiv. Und du hast Zweifel gehabt, ist es wirklich so, bin ich wirklich so weit? Und ich glaube, dass Gott dir ermutigen möchte, es ist nicht so weit. Aber du musst umkehren und schauen, was du selber tun kannst, dass du nicht so weit kommst. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass wir alle deine Hilfe, deine Weisheit, deine Power, deine Gegenwart brauchen. Und dass wir immer wieder herausgefordert sind. Aber Vater, wir danken dir, dass du da bist, dass du deinen Geist gegeben hast, dass du uns einander gegeben hast, voreinander zu schauen, dass wir nicht einen negativen, ungesunden Lebensstil kreieren, die uns immer wieder in eine Sackgasse hineinführt, wo wir depressiv sind oder psychisch leiden, psychisch krank sind. Und so, Vater, ich bete für deine Gegenwart, ich bete für deine Kraft. Vielleicht mit jeder Auge zu hier heute Morgen, wenn du hier bist und du merkst, du bist belastet, ausgepowert, deine Seele ist leer. In die Art und Weise, die es wohl ist für dich, streck deine Hände aus. Sag, Gott, das bin ich brauche eine frische Berührung von dir. Ich habe etwas gesehen heute Morgen, ich muss gewisse Entscheidungen treffen, aber jetzt wirst du kommen mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, wirst du mich fühlen im Namen von Jesus. Amen.